Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit, ich bin wieder gesund, ich bin wieder zurück und heute gibt es das große Review vom Goblin Raw Puma mit allen Infos, die ihr haben wollt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, um das Ganze ein bisschen einfacher für euch zu machen, habe ich das Ganze jetzt in so kleine Unterkapitel unterteilt und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Kapitel an, nämlich dem Review auf den allgemeinen Aufbau, alles bis hin zum Erstflug. Fangen wir mit Kapitel 1 an und da würde ich sagen, beim Aufbau, das Logischste ist eigentlich, wie ging der grobe Aufbau an sich vonstatten, also bezüglich auch gab es Probleme mit der Anleitung. Da kann ich eigentlich nur sagen, jeder, der schon mal einen SAB Goblin aufgebaut hat, kennt eigentlich die Anleitung und die sind eigentlich ziemlich logisch. Es gab keine wirklichen Überraschungen. Es gab ein paar kleine Unterschiede zum RAW 580. Das zeige ich euch aber nachher noch. Es war allerdings nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das verstehe ich überhaupt nicht oder das funktioniert nicht oder das musste ich mir irgendwie zurechtfutzeln. Tatsächlich gab es keine großen Überraschungen. Dann schon zu einem sehr viel interessanteren Teil, nämlich dem Wiegen. Für mich jetzt nicht so interessant, für den Heli natürlich umso mehr. Dadurch, dass es ja ein Leichtbau-Heli sein soll, ist das Gewicht natürlich auch extrem wichtig für uns. Und ich habe mir den Spaß erlaubt und habe den Heli einmal, als noch keine elektronischen Komponenten drin waren, wirklich nur die reine Mechanik mit der Haube und mit den Blättern auf die Waage gestellt. Da kamen wir auf fantastische 1,9 Kilogramm. Also tatsächlich gar nicht so schlecht. Und dann im späteren Verlauf habe ich ihn dann, als die ganzen elektronischen Komponenten drin waren, bis auf den Akku natürlich, auch nochmal auf die Waage gestellt. Da kamen wir dann auf 3,1 Kilo. Behaltet das mal im Hinterkopf, denn nachher vergleichen wir das mit der anderen Haube. Kommen wir nun auch schon zum nächsten Punkt. Der ist mir ein wenig peinlich. Ich meine, dass ich ständig Fehler mache, ist nichts Neues, aber mir tut es immer sehr leid, wenn ihr euch dann auf Infos von mir verlasst. Ich hatte ja groß getönt, ich möchte MIDI-Servos überall hinbauen. Da war wohl ein kleiner Übersetzungsverständnis-Teufel mit drin. Jedenfalls, ich kann ja nur das verwenden, was ich von SAB offiziell als Adapterhalterung bekomme. Ich habe für die MIDI-Servos, ich habe ja diese KST-Servos gekauft, habe ich dann die MIDI-Servo-Halterung mitbekommen, eingebaut, perfekt. Beim Heck-Servo fiel mir dann auf, das ist ja für Standard. Hab nochmal nachgefragt und dann hieß es so, ach so, du wolltest auch MIDI auf dem Heck haben? Nee, haben wir nicht vorgesehen. War aber irgendwie auch, dann haben wir uns da wohl irgendwie missverstanden. Jedenfalls ist es nicht möglich, wenn man jetzt zu Hause keine Fräse hat oder einen 3D-Drucker, beides bei mir nicht vorhanden, dann kann man leider nur Standard-Servos verwenden. War mir jetzt auch ein wenig unangenehm, weil ich das KSD-Heck-Servo schon aus der Packung raus hatte und in die Kamera gehalten und dann da anrufen musste und musste sagen, hey, kann ich das vielleicht zurückschicken und ihr schickt mir das nächstgrößere und ich schicke euch dann den Differenzbetrag. Haben sie netterweise gemacht, also Dankeschön nochmal an KST. Ja, lief ein bisschen blöd. Aber ich habe jetzt das X20 Heck-Servo eingebaut. Das ist auch ein ganz, ganz neues. Das seht ihr dann gleich nochmal beim General Overview. Seht ihr das auch nochmal. Und das tut seinen Dienst wunderbar. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich keinen so einen riesen Unterschied gewichtstechnisch machen. Es wäre halt ein nettes Gimmick gewesen. Aber ja, für euch zum Mitschreiben nochmal. MIDI funktionieren auf der Taumelscheibe, nicht auf dem Heck. Da müsst ihr Standard verwenden. Und dann wollte ich euch nochmal zeigen, wo jetzt genau der Unterschied liegt zwischen dem 700er und dem 580er. SAB hat ja in seinem Advertising immer gesagt, der Goblin Raw Puma ist quasi ein 580er, der einfach nur ein bisschen verlängert ist. Ich möchte euch mal hier ein paar Aufnahmen zeigen, wo man das Ganze auch ganz schön sieht. Ja, ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das richtig. Die Helis sind von der Taumelscheibe aufwärts oder auch von der Servoaufnahme aufwärts komplett gleich. Es sind so ein paar kleine Details, die anders sind. Es ist so, wo die Schrauben genau reinkommen bei den Seitenrahmen.
wie viele Schrauben es sind, wo genau die sitzen. Das sind so Winzigkeiten, die jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, das Kraut nicht fett machen, aber die halt trotzdem anders sind. Auch das Heck sieht an sich gleich aus. Es sind so ein paar minimale Kleinigkeiten, wie die Heckschiebehülse, die ein bisschen anders ist. Dass bei dem einen oben bei dem Ärmchen eine Mutter dran ist, bei dem anderen nicht. Wie gesagt, das sind keine weltbewegenden Änderungen. Es ist nicht 1:1 ein 580er, der einfach nur gestretcht wurde. Also das wollte ich damit nur sagen. Der einzige große Unterschied, den es zwischen dem 580er und dem 700er gibt, ist, dass der 700 tatsächlich ein Gegenlager besitzt. Was natürlich auch logisch ist, weil wir haben den gleichen proportionierten Rotorkopf, der viel größere Kräfte aushalten muss durch die längeren Blätter, den größeren Hebel und natürlich ganz andere Drehzahlen natürlich auch. Ja, das würde ich sagen, ist eigentlich so der größte Unterschied. Kommen wir nun zum nächsten Kapitel, welches ich ja schon in meinem vorherigen Video angesprochen habe, nämlich ich möchte mal über die KST-Servos reden, denn die habe ich tatsächlich zum allerersten Mal eingebaut. Ihr wisst, ich bin gerade ohne Servosponsor, ich kann kaufen, tun und machen, was ich möchte. Und ich habe mir, nachdem ich von den GDWs im 580er sehr angetan war, habe ich mir gedacht, habe da jemanden am Stand von KST kennengelernt bei Global 3D. Die haben mir dann gesagt, jo, wir haben ein paar richtig gute MIDI-Servos, haben mir auch mal aufgeschrieben, welche das wären, die für mich in Frage kämen. Und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, denen doch mal eine Chance zu geben. Und ich muss tatsächlich sagen, die Servos sind von der Verarbeitung her top. Ansonsten im Flug, ich kann nur Positives berichten. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass auch schon richtig gute Servoarme dabei sind. Bei meinen GDW-Servos waren nur diese finschigen, lapprigen Plastik-Servoärmchen dabei. Und ich müsste mir dann bei SAB natürlich wieder passende, ordentliche Feste dazu bestellen. Bei KST waren jetzt bei allen Servos wirklich richtig gute, gefräste Aluminiumhebel dabei. Und die machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, haben auch zu den Abständen gepasst, die SAB in der Anleitung vorgibt. Und ich kann mich tatsächlich nicht beschweren. Also die Servos tun wirklich, was sie sollen. Und ich kann nichts Negatives darüber sagen. Der ursprüngliche Grund, warum ich mich für die KST-Servos entschieden habe, war ja dieses lustige kleine Einstellungstool. Das habe ich mir mitbestellt und wollte euch auch mal meinen Senf dazu geben. Zuerst einmal sei gesagt, das Ding ist super klein, super handlich. Man steckt einfach irgendeinen Empfängerakku oder irgendwas dran. Es funktioniert. Was ich sehr schade finde, muss ich ehrlich gestehen, ist, dass keine Anleitung dabei lag. Und auch auf der deutschen KST-Webseite, auf der Seite des Tools selber, nirgendwo irgendwas dabei steht. Kein PDF zum Runterladen, gar nichts. Nach ein bisschen Suchen bin ich dann auf der englischsprachigen KST-Seite gelandet und da ist so ein netter kleiner Abschnitt, wo man genau lesen kann, wenn du erst das drückst und das doppelt drückst, dann passiert das und das und das. Ich bin jetzt relativ tech-affin, ich habe das Ding auch alleine zum Laufen gebracht. Ich denke mir allerdings nur für manche Leute oder Leute, die sich nicht ganz sicher sind, wäre das schon ganz nett. Also KST, vielleicht wollt ihr das mal auf eurer deutschsprachigen Seite einbinden, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ansonsten von der Funktionalität kann ich nur sagen, das Ding tut, was es soll. Es ist eigentlich relativ easy. Es kann ja auch nicht wahnsinnig viel. Ich habe es eigentlich so benutzt, dass ich meine Servos direkt in den Heli einbauen konnte. Habe mich um alles andere erstmal nicht kümmern müssen. Und dann habe ich dieses Tool angeschlossen, habe nach meiner Frequenz geguckt, ob die stimmt. Und dann bin ich eigentlich nur in meinem Flybarless-System in eine Einstellung gegangen, wo ich sage, setz jetzt alle Servos auf das, was du denkst, ist Mittelstellung. Und dann konnte ich in dem Tool lustig, schön meine Mittelstellung einstellen, ohne mich großartig um irgendwas kümmern zu müssen und ohne Weg zu verlieren. Also das fand ich tatsächlich wirklich sehr charmant, muss ich gestehen. Es ist einfach, aber es macht auch das Leben sehr viel einfacher. Vor allen Dingen, seitdem Graupner jetzt seit einem der letzten Updates damit begonnen hat, die einzelnen Subtrims nicht mehr auf die Servos zu mappen, sondern jetzt auf Funktionen. Das macht es unglaublich kompliziert. Und so kann ich jetzt einfach sagen, stelle alles auf 0, lass die Subtrims in Ruhe und ich stelle es im Nachhinein selber ein. Also von mir
ein deutliches Daumen nach oben. Nächstes Kapitel, der Erstflug und erste Erfahrungen. Ich hatte diesen Heli jetzt aufgebaut, noch mit der Originalhaube und allem. Bin aufgeregt wie ein kleines Kind raus aufs Feld. Ich wollte fast sagen Flugplatz, aber Feld gegangen und habe den Heli mal geflogen. Das erste, was einem immer auffällt, Blattspurlauf stimmt nicht, Heli vibriert, also wieder landen, nachstellen, wieder hoch, wieder gucken, wieder landen, wieder nachstellen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe mich ein bisschen gewundert, weil ich per se den Blattspurlauf nicht eingestellt bekommen habe. Ich habe mir dann gedacht, so doof bist du doch eigentlich nicht. Du hast jetzt in deinem Leben schon ungefähr 20 Hubschrauber aufgebaut und eingestellt. Das kann doch nicht so schwer sein. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, wenn der Heli weniger vibriert hat, sah der Blattspurlauf aber so aus, als würde er nicht stimmen. Wenn ich den Blattspurlauf so eingestellt habe, dass er halbwegs messerscharf war, hat der Heli vibriert wie bescheuert. Und ich dachte mir irgendwann, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn jetzt gerade eigentlich falsch? Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass es unter anderem daran liegen kann, dass diese neuen SAB-Blätter im Querschnitt gesehen so einen leichten Buckel haben. Die sind ja nicht so tropfenförmig, symmetrisch, sondern die haben ja so einen leichten Buckel oben drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass der Blattspurlauf nie richtig aussieht. Also habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, vergiss es muss nicht richtig aussehen, dann sieht es so aus, als würde es ein bisschen flirren, ist ja egal, solange der Heli nicht vibriert. Ich habe es dann so gut eingestellt, wie es irgendwie ging. Wirklich vibrationsfrei habe ich ihn aber trotzdem nicht gekriegt. Ich erzähle euch im nächsten Kapitel, wo es dann um die Tweaks und Extra-Einstellungen ging, was ich dann noch gemacht habe, um diese Vibration loszuwerden. Muss aber tatsächlich sagen, es hat mich schon ganz schön genervt, weil ich damit bestimmt 3 Akkus verbracht habe und mir irgendwann die Haare gerauft habe und dachte, das kann doch nicht wahr sein, du bist doch nicht dumm. Aber ich habe es dann immerhin weggekriegt und ich erzähle euch nachher mehr dazu. Ungeachtet von den Vibrationen, wenn wir das jetzt mal so einfach mal kurz vergessen, waren die Flugeigenschaften von dem Heli allerdings top. Also ich war sehr überrascht, wie gut diese Maschine bei 1300 oder 1300 ein paar zerquetschte überhaupt fliegt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es dann eher so ein, ja, man muss trotzdem noch extrem aufpassen. Nee. Also es geht mir jetzt immer noch nicht so in den Kopf, wenn man den Pitchknüppel nur so ein bisschen angeguckt hat, ist das Ding weggesprungen wie so eine Feder. Agil auch, wunderbar, alles bestens. Man hat gehört, dass er wenig Drehzahl hat, aber er ist halt wirklich super leichtfüßig geflogen. Also ich hatte dieses Gefühl bei einem Goblin tatsächlich noch nie. Also der Black Thunder war bisher so mein favorisierter Heli, was so diese Leichtfüßigkeit angeht, aber wenn ich das Feeling mit dem Puma vergleiche, dann ist das einfach eine komplett andere Welt und hat mich echt vom Hocker gehauen. Kommen wir nun zu den Adjustments, die ich gemacht habe. Ihr habt es ja schon gehört, ich hatte Probleme mit dieser fürchterlichen Vibration. Also war das erste, was ich gemacht habe, ich baue einfach mal den Rotorkopf auseinander. Also habe ich dann in dem Zuge auch nochmal kontrolliert, ob die Drucklager richtig waren. Überraschung, sie waren richtig eingebaut. Ich habe dann die O-Ringe getauscht. Es sind O-Ringe dabei bei SAB, 70er und 90er. Standardmäßig sollen 90-90 eingebaut werden. Die hatte ich, glaube ich, so auch drin, weil ich gesagt habe, ich mache erstmal alles so, wie es gedacht ist. Dann habe ich sie umgebaut auf Sport 3D auf 90-70. Habe es dann nochmal versucht. Keine Änderung. Dann bin ich zu Freakware gefahren und habe, weil die sind bei mir quasi ums Eck, habe mir da als Ersatzteil diese verschiedenen Kopfdämpfungsgummis im Set gekauft. Da sind A, B und C drin. Im Puma wird standardmäßig die C-Kopfdämpfung, also die härteste, verbaut. Deswegen dachte ich mir, ach komm, YOLO, machst du mal die A-Kopfdämpfung rein. Bin dann fliegen gegangen, habe gemerkt, so wenn ich Pitch gebe, dann ist dieses Vibrieren, das ist dann zumindest raus. Okay, gut, Besserung. Aber diese Grundvibration vom Heli, die habe ich einfach nicht weggekriegt. Ich bin dann halb verzweifelt, habe mich dann in diversesten Facebook-Gruppen, Heli-Gruppen, auch englischsprachigen, mal ausgelassen und habe gefragt, hat irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte?
und habe dann eigentlich ein paar gute Tipps gekriegt. Tipp 1 war Gegenlager, Tipp 2 Heckblätter, Tipp 3 Hauptrotorblätter. Dann dachte ich mir, komm, probier's es mal mit dem Gegenlager. Das ist angeblich so gedacht, dass sich das ein bisschen einlaufen muss und ein bisschen einrenken muss, so ungefähr, einstellen. Und dann sollte das gut funktionieren. Ich habe mir dann nur gedacht, boy, ich fliege Low RPM, ich brauche kein Gegenlager. In all meinen 800er Helis hatte ich auch keine Gegenlager drin oder sie ausgebaut. Habe es einfach kurzfristig ausgebaut. Und was war? Die Vibrationen waren weg. Und ich war so glücklich. Und jetzt konnte ich nämlich endlich auch mal wirklich mit Bedacht die Drehzahlen richtig einstellen. Das nächste, was ich gemacht habe, um den Heli umzubauen, war das Ritzel zu wechseln. Das hatte ich euch ja auch im Eingangsvideo schon gezeigt. Ich bin auf ein kleineres Ritzel gegangen, einfach damit der Motor nicht mehr so viel arbeiten muss. Und habe das dann umgebaut. Allerdings dann später, als ich im Garten wieder ein bisschen Probe geschwebt bin und die Drehzahlen verglichen habe, habe ich dann gemerkt, ja, so einen riesen Unterschied hat es jetzt eigentlich nicht gebracht. Also das waren vielleicht 50 Umdrehungen Unterschied, die ich dann wieder den Motor schneller laufen lassen konnte, damit er nicht so hart arbeiten muss, wenn er die Drehzahl ausgleicht. Wahrscheinlich müsste man nochmal 2, 3 Ritzelgrößen runter, damit man wirklich einen groben Unterschied merkt. Es war jetzt erstmal ein Versuch wert. Kommen wir nun zum größten Umbau und das war die originale RAW-Haube mit dem Akku-Schnellwechselsystem, was ich ja unbedingt haben wollte. Ich hatte mir ja alle Teile für die weiße Haube bestellt, so dachte ich. Natürlich hat wieder irgendwas gefehlt und dann habe ich wieder ein paar Sachen nachbestellt, das hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber dann hatte ich meine Sachen endlich da liegen und dachte mir, juhu, vergleichst du einfach die normale RAW-Anleitung mit der vom Puma und dann siehst du ja genau, hieß ja, es passte alles, siehst du eigentlich genau, was du machen musst. Ja, gesagt, getan. Habe angefangen da rumzuschrauben, dachte mir, ja, funktioniert ja alles, super gut. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass beim Puma die Akkuschiene nicht so läuft, sondern leicht so nach oben. Und die RAW-Haube, Nasenspitze, da unten aufhört. Das heißt, die Akkuschiene schlägt immer von innen gegen die Haube und ich kriege den Akku nicht raus. Und ich habe so einen Hals geschoben, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier x Euro ausgegeben für diese Originalhaube mit allem drum und dran und kann es jetzt nicht benutzen. Ich kann die Haube ja nicht mal abbauen, um den Akku zu wechseln. Also das ist alles für die Katz. Dann habe ich ein bisschen hin und her getüftelt, habe 2, 3 Wutanfälle gekriegt. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, dass es mir jetzt egal ist und ich das jetzt einfach irgendwie zum Funktionieren bekomme. Ich habe dann einfach die 2 unteren Seitenteile ein Loch nach vorne gesetzt, wodurch sich dann die Haube quasi so ein bisschen nach oben geschoben hat. Und siehe da, es funktioniert. Es ist alles bestens, es tut, was es soll. Hinten für die Befestigung des oberen Haubenteils, die ja eigentlich geschraubt werden soll, da ist natürlich dann nicht das passende Loch da. Da waren ja vorher die Tenax-Verschlüsse von der Puma-Haube. Da habe ich einfach alles, auch nach diversen Versuchen, auch alles so gelassen, wie es ist. Habe einfach die RAW-Haube aufgebohrt, sodass die Tenax-Verschlüsse durchpassen und habe sie jetzt einfach so befestigt. Ja, es sieht jetzt ein bisschen anders aus und ja, da ist jetzt dieser fette silberne Böbbel. Und eigentlich will ich ja die Haube gar nicht abnehmen, deswegen ist ein Schnellverschluss ja eigentlich total bescheuert. Aber es ist mir egal, weil es hält auch im Flug und es tut. Und ich muss mir hier nicht wunder was überlegen, wie ich diese Haube zum Funktionieren bekomme. Jetzt ist sie drauf, sie sieht wunderschön aus, ich bin super happy damit. Ja, sie ist ein bisschen schwieriger zu sehen beim Fliegen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich mache ja keinen Hardcore Superspeed 3D, dementsprechend tut's das erstmal und ich bin sehr froh, dass ich diese Haube doch umgebaut habe und mich so dafür entschieden habe. Ja, kommen wir nun noch zu ein paar Fakten rund um den Heli, um alles nochmal zusammenzufassen. Gewichte interessieren euch mit Sicherheit ja auch. Also, der Heli mit der Puma-Haube und allem Elektronik drin, ohne Akku, lag ja laut meiner Waage bei 3,1 Kilo. Jetzt mit dem Umbau auf die Puma-Haube kamen wir bei 3,0 Kilo raus. Ich habe leider nur eine Nachkommastelle, also ich weiß jetzt nicht genau, wo es da jetzt gehakt hat. Anscheinend scheint die ein kleines bisschen leichter zu sein.
Dann habe ich einmal den umgebauten Heli mit allen Akkus durchgewogen. Mit dem originalen OptiPower 50C 5000 mAh Akku, also dem schwersten, den ich tatsächlich besitze, kommen wir auf 3,8 Kilo, was super ist, denn wir sind weit unter 4. Mit dem neuen OptiPower Redline, mit den leichten Akkus, gleiche Kapazität, 5000 mAh, nur ein bisschen weniger C, kommen wir auf 3,7 Kilo, also wieder ein bisschen weniger. Mit dem OptiPower Redline 6000 mAh kommen wir auf 3,8 Kilo. Und mit dem OptiPower normalen 50C 4000 mAh kommen wir wieder auf 3,7 Kilo. Jetzt bleibt natürlich nur noch abzuwarten, wie sich die Flugzeit je nachdem zu diesen Akkus verhält. Ich würde aber sagen, dadurch, dass wir gewichtstechnisch nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied haben, könnten wir tatsächlich Glück haben und das meiste an Flugzeit rausholen. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich noch nicht geschafft habe, aber das werde ich versuchen, in den nächsten Tagen nachzuholen. Dafür werde ich dann einmal mit allen, also mit der hohen 1300er Drehzahl 3D fliegen, mit allen 4 Akkugrößen und einmal mit der 1000er dieses was noch geht, Soft 3D komplett durchfliegen und dann können wir das vergleichen. Das kommt in einem Folgevideo, es tut mir leid, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber ich wollte euch jetzt nicht noch länger warten lassen auf dieses Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber für euch nochmal, weil das ja mit Sicherheit auch interessant ist, zusammengefasst, welche Drehzahlen fliege ich denn jetzt tatsächlich? Ich habe mich eingependelt bei 1300 als meine höchste Drehzahl. Das ist quasi die Drehzahl, die sich schon nach Low RPM anhört. Ich mit dem Heli aber aufgrund seines Gewichts so ziemlich alles mühelos fliegen kann. Wind und Wetter ist jetzt natürlich nicht sein Freund an der Stelle, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal, für normale Verhältnisse ist das dann so die Go-To-Drehzahl. Dann habe ich noch eine mittlere Drehzahl mit 1000 Umdrehungen pro Minute. Mit der geht die Drehzahl schon deutlich hörbar nach unten. Man kann auch noch 3D damit fliegen, man muss aber extrem aufpassen. Also das ist wirklich was für windstill oder mal für zwischendrin so zum Zeigen. Also man kann immer noch Flips machen, Traveling Flips, rückwärts Hurricanes, ganz leichte Rainbows, wobei man da schon so ein bisschen aufpassen muss. Ich habe einmal sogar noch einen Funnel damit geflogen. Ja, obwohl mir da schon das Herz gepocht hat, weil ich Angst hatte, das Heck macht das irgendwann nicht mehr mit. Aber es geht. Und dann habe ich noch die niedrigste Drehzahl und das sind 790 Umdrehungen. Das ist wirklich nur noch ein Flap, 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 Flap. Der Heli fliegt halt irgendwie noch. Da in irgendeiner Form 3D mitzufliegen, für mich jetzt erstmal undenkbar. Es sei denn, man hat extrem viel Platz, dass er mit auch durchsacken kann. Es ist eigentlich eher gedacht so als Show-Effekt, dass wenn man oben den Heli zum Beispiel auf den Rücken legt und dann runterschaltet und die Leute so das Gefühl haben, boah, die Auto rotiert und dann bleibt er einfach stehen und flappt dann noch so lustig vor sich hin. Dafür ist es eigentlich gedacht. Aber wie gesagt, das sind jetzt meine Drehzahlen momentan 1300, 1790. Was ist mit dem Stromverbrauch? Ich kann ja über meinen Air ESC, über Graupner auch wunderbar die Stromverbräuche einlesen. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich zum Beispiel bei 1300 da am Knüppeln bin, nicht die ganze Zeit da unten hingucken, weil ich muss ja auf den Heli schauen. Aber tatsächlich kann ich sagen, ich bin ein bisschen Aufzug gefahren, wo ja auch viel Strom braucht. Wir kommen eigentlich nie über 75 Ampere tatsächlich. Im Schweben pendelt er sich meistens bei allen Drehzahlen irgendwo zwischen 25 bis 35 Ampere ein. Und beim Aufzugfahren, Pitch Pump hoch runter, sind wir dann maximal so bei 75 Ampere, was meiner Meinung nach tatsächlich noch okay ist. Also ich würde mal sagen, für jemanden, der wirklich nur einen Rundflug macht und vielleicht mal ein paar Achter fliegt oder mal einen Turn, ein Looping, ein paar Rollen macht, ist das echt wunderbar. Also das Ding verbraucht dann tatsächlich fast gar nichts. Klar, je mehr man den knüppelt und je niedriger die Drehzahl ist, desto höher wird dann natürlich auch der Peak.
Da könnte man natürlich nochmal entgegenwirken, wenn man jetzt noch weiter runter geht, also mit den Ritzeln noch kleinere Ritzel kauft. Entschuldigung. Aber tatsächlich für meine Belange tut es das tatsächlich. In dem Zuge vielleicht für euch auch noch interessant, weil ich gerade von Heck rausdrehen gesprochen habe. Es ist mir nie passiert, aber man hört ja beim Goblin mit dem Riemen irgendwann schon, wann er anfängt zu kämpfen. Und gerade mit den sehr niedrigen Drehzahlen war das häufiger mal der Fall. Und weil ich ja, als ich auf der Vibrationssuche war, auch noch im Hinterkopf hatte, vielleicht andere Heckblätter auszuprobieren, habe ich mal ein bisschen gekramt und habe mir dann gedacht, okay, gehst du einfach mal einen Schritt nach oben. Enthalten sind ja 105er Heckblätter und ich habe jetzt auf 115er umgesattelt, weil der Platz ist da, funktioniert und ich muss sagen, vom Heck her fliegt er jetzt nochmal richtig viel besser, tatsächlich. Solange ich die Hauptblätter nicht verlängere, sollte das überhaupt kein Problem geben. Und das Heck ist jetzt auch bei der 1000er Drehzahl, mache ich mir jetzt eigentlich, wenn jetzt nicht gerade noch Wind dazu geht, überhaupt keine Sorgen mehr, dass das nicht halten könnte. Also das macht schon tatsächlich nochmal einen Riesenunterschied. Sind wir eigentlich schon beim Ausblick und da möchte ich eigentlich nur sagen, die Sachen, die ich noch versuchen möchte, in der näheren Zukunft, jetzt über den Winter vielleicht, ist erstens die Kopfdämpfung von A wieder auf B zu ändern. Einfach mal nur, um zu gucken, wie der Heli sich verhält, ob er wieder anfängt zu vibrieren. Aber mir ist aufgefallen, dass bei sehr starken Nick-Inputs der Heli so ein bisschen anfängt nachzuwobbeln. Ich denke mal, da wird das Flybarless-System einen härteren Rotorkopf brauchen oder eine härtere Dämpfung, die im Moment nicht drauf ist. Also das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich wollte in der Garage mal wühlen, ob ich vielleicht irgendwo noch ein paar alte 27er Blätter finde, um einfach mal zu gucken, wie der Heli sich mit größerem Rotorkreis dann tatsächlich fliegt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, aber das sind so die Sachen, die ich vorhabe. Was ihr im nächsten Video auf jeden Fall noch kriegt, ist dann nochmal wirklich aufgelistet, welcher Akku, welches Gewicht, welche Flugzeit mit welcher Drehzahl ergibt. Das wird ein bisschen dauern, weil ich halt, keine Ahnung, 4 Akkus mal 3 Drehzahlen da bin ich ein paar Tage mit beschäftigt und da muss auch das Wetter mitspielen und die Zeit. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall noch. Ein Flugvideo, damit ihr mal so ein bisschen ein Gehör und ein Gefühl für die Heli-Drehzahlen bekommt, kriegt ihr in einem separaten Video. Das schneide ich jetzt direkt danach. Das Material habe ich schon. Es sollte also nicht lange dauern, vielleicht 1-2 Tage. Das kriegt ihr separat, sonst wird dieses Video zu lang und es guckt dann sowieso keiner mehr. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, es waren alle Infos drin, die für euch hilfreich sind. Wenn ihr noch Fragen habt zum Goblin Raw Puma, irgendwas bezüglich Low RPM, dann lasst es mich wissen. Ich bin happy, euch zu antworten. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn die Leute, die häufiger meine Videos gucken, vielleicht den Kanal abonnieren würden. Das hilft mir bei meiner Arbeit und zeigt mir, dass euch das gefällt, was ich mache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Ciao.